Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen vor der, ihr seht im Hintergrund, größten Ziegelbrücke der Welt. Und wenn euch das interessiert, möchte ich euch ganz herzlich zu einem kleinen Spaziergang einladen und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. In Neuhausen hatten wir ja bereits mit verschiedenen gigantischen Weltrekorden zu tun. Aber wo befindet sich denn nun dieser Weltrekordler unter den Brücken? Dafür begeben wir uns ins westliche Sachsen, genau genommen ins Vogtland in die Nähe der großen Kreisstadt Reichenbach. Dort finden wir zwischen Mühlau und Netschkau im Tal der Göltsch unseren Weltrekordler, die Göltschtalbrücke. Steht man davor, bekommt man große Augen. Welch imposantes Bauwerk! Über eine Länge von 574 Metern, einer Höhe von 78 Metern und 81 Bögen in 4 Etagen überspannt dieser Viadukt das Tal der Göltsch. Die Spannweite des größten Bogens beträgt 30,9 Meter. Was die Göltschtalbrücke aber vor allem so hervorhebt, ist die gewaltige Anzahl von 26 Millionen Ziegelsteinen, welche als Baustoff verwendet wurde. Warum ausgerechnet Ziegel und kein Granit oder ähnliches, wie es für solche Bauwerke sonst üblich ist? Sehr außergewöhnlich war das damals in der Tat, erklärt sich aber ganz einfach. Hier in der Region existieren große Lehmvorkommen und Ziegel konnten somit schnell und was auch damals ein Hauptfaktor war, kostengünstig beschafft werden. Lediglich an einigen besonders stark beanspruchten Stellen verwendete man Granit. Doch noch einmal zurück zu den Anfängen. Wie kam es überhaupt zu solch einem gigantischen Bauwerk? Mitte des 19. Jahrhunderts setzte die Eisenbahn zu ihrem unglaublichen Höhenflug an. Das Projekt einer Verbindung zwischen Sachsen und Bayern, genau genommen Leipzig-Hof, nahm Gestalt an. Die Frage der Trassenführung stand im Raum. Schließlich einigte man sich auf die uns heute bekannte Linienführung. Mehrere geografische Herausforderungen standen an. Die größten davon hier im Göltschtal und im benachbarten Elstertal. Aber die Elstertalbrücke hatte euch Jana bereits in ihrem Yoga-Videos gezeigt. Anfang 1845 entschloss man sich, einen Wettbewerb auszuschreiben und es kam zu teilweise skurrilen Ideen. Den Gedanken der Bögen beinhalteten alle Entwürfe und Vorschläge. Schließlich war diese Bauform schon seit dem alten Römischen Reich bekannt und bewährt. Aber der Gedanke, diese Bauform zu verknüpfen mit einem eingebauten Gefängnis, dürfte schon ziemlich verrückt gewesen sein. Wäre er realisiert worden, dann wäre für Gefangene mit Höhenangst dieser Bau allein die Höchststrafe gewesen. Da aber keiner der eingereichten Entwürfe den statischen Anforderungen entsprach, entschied schließlich der Bauausschuss unter Vorsitz des aus dem vogtländischen Wernesgrün stammenden Johannes Andreas Schubert, übrigens ist er auch der Konstrukteur der Saxonia, der ersten funktionsfähigen deutschen Lokomotive, einen eigenen Entwurf zu erarbeiten. Dabei kam es gleich zur nächsten Weltneuheit. Erstmals weltweit wurden statische Berechnungen angestellt und wie wir heute sehen, Schubert und seine Mitstreiter konnten damals auch ohne Computer rechnen. So konnte am 31. Mai 1846 unter der Leitung der Oberingenieure Robert Wilke und Ingenieur Ferdinand Dost mit der Grundsteinlegung begonnen werden. Mehr als 1700 Arbeiter waren auf der Baustelle tätig. Doch nicht alles lief nach Plan. Bei der Errichtung der Fundamente musste man feststellen, in der Mitte nahe des Flusses fanden die Fundamente keinen festen Halt. Man grub tiefer und tiefer, ergebnislos. Deshalb entschloss man sich, diese kritische Stelle mit Hilfe der großen Bögen zu überspannen und für den restlichen Teil der Brücke die ursprünglich kleinen Bogen beizubehalten. Am 15. Juli 1851 war es dann soweit. Die weltgrößte Ziegelbrücke war vollendet und konnte eingeweiht und damit für den Verkehr freigegeben werden. Doch bevor wir uns auf den Weg machen, sollten wir unbedingt noch auf die Aussichtsplattform hochsteigen und den Anblick auf dieses erhabene Bauwerk genießen. Satt gesehen starten wir zu unserem 5 Kilometer langen Spaziergang in Richtung Brücke. Kommen wir näher, dann sehen wir, die Erbauer haben sich, sicherlich zu Recht, selbst ein Denkmal gesetzt, indem sie sich mit einer Gedenktafel an der Brücke verewigt haben.
Übrigens für alle, denen diese Tour zu kurz ist, hier entlang führt auch der Vogtland-Panoramaweg. Der Name ist Programm und auch dieser Weg steht auf meiner ohnehin schon langen Wunschliste. An der Brücke angekommen ist der Granit im unteren Bereich, von dem ich vorhin gesprochen habe, sehr gut zu erkennen. Und vor allem die wahre Größe dieser Brücke erschließt sich erst von hier unten. Bedenkt aber bitte, im Winter ist der Durchgang unter der Brücke wegen der Gefahr des Eisschlags gesperrt. Können wir durchlaufen, folgen wir diesen schmalen Pfad und der Ausschilderung des bereits angesprochenen Vogtland-Panoramawegs und werden immer wieder mit neuen schönen Anblicken auf dieses gigantische Bauwerk belohnt. Die GPS-Daten findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Beschreibung zum Video unter den Links von Komoot und AutoActive. Bei Bedarf könnt ihr euch dort die Daten herunterladen. Wie zu lesen ist, für die Freunde der Baukunst gibt es hier auch einen entsprechenden Weg. Bauten des Vogtlandes. Unten im Tal angekommen, folgen wir weiter dem blauen bzw. grünen Weg, aber ihr könnt von hier auch zu den Friesen laufen. Zwar nicht zu den Ostfriesen, aber was es damit auf sich hat, werde ich euch in einem späteren Video vorstellen. An der Schranke angekommen, müssen wir zwar ein Stück Straße laufen, aber keine Sorge, weit ist es nicht. Rechts geht noch ein Weg ab, unter anderem in Richtung Greiz, die Perle des Vogtlands, welche ihr ja teilweise bereits kennt. Wir folgen weiter der gelben Markierung, erreichen die Hauptstraße, dort geht es für knapp 50 Meter nach links und dann sofort wieder rechts in den Fahrweg nach oben. Zweifelsohne, wir bekommen immer wieder neue und reizvolle Blicke auf die Brücke geboten. Dennoch solltet ihr euch auch einmal umdrehen. Der Blick zurück in Richtung Reinsdorf bzw. Waltersdorf finde ich auch sehr schön. Wenn nicht gerade der Wind so stark weht wie heute, bietet sich diese Bank förmlich zu einem idyllischen Picknick an. Satt gesehen gehen wir weiter hoch und an der Straße angekommen haben wir beispielsweise die Möglichkeit, noch über den Kuhberg zu laufen. Wir biegen heute jedoch links ab in die Hermann-Löns-Straße zum Viadukt. Genießen wir von hier oben noch einen weiteren schönen Blick ins Göltzschtal hinunter, ehe wir auf der roten Markierung die Mühlstraße nach unten steigen. Wir überqueren die Hauptstraße und gehen die wenigen Meter Zufahrtsstraße zum Parkplatz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Spaziergang rund um unseren Weltrekordler. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht es hier weiter in unserer schönen Heimat mit unserer Pilgerreise nach Rom, Eisenbahn und vielem anderen. Bis bald, ciao!